Hallo zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Ich mache es mal diesmal so, das mache ich mal alle Folgen immer mal wieder. Ich wiederhole mal kurz, was wir eigentlich gerade machen, für die, die neu dazugekommen sind. Wir versuchen Formel 1 in Monaco zu bauen. Ganz kleine Autos, die sehen so aus. Diese kleinen Autos, wo kein Akku, kein Motor oder also nichts reinpasst, trotzdem in einem realistischen Formel 1 Rennen fahren zu lassen. Da sind wir jetzt seit 6 Jahren, ich habe immer mal 5 Jahre gesagt, es sind 6 Jahre dabei, die Technik dafür zu entwickeln, und es wird eine hochkomplexe magnetfeldgesteuerte Technik sein, und die hat 2 große Herausforderungen. Und die schon oft zusehen, die warten jetzt darauf, dass ich große schwarze Straßenplatinen hier ganz stolz in die Kamera zeige. Nein, sie sind immer noch nicht da. Nachdem der chinesische Hersteller aufgegeben hat, hat jetzt auch der deutsche Hersteller Probleme. Das heißt, es hat nicht geklappt, im zweiten Anlauf immer noch nicht, aber es war der letzte Arbeitsgang, sagten sie wieder. Es war der letzte Arbeitsgang, wo noch Löcher reingefräst werden mussten, wo sie sich einfach in der Frästiefe geirrt haben, und sie sind absolut zuversichtlich, dass sie uns Ende Juli endlich die ersten Platinen liefern können. Wir können es nicht mehr erwarten, weil auch die Nervosität doch steigt, dass man irgendwie 6 Jahre lang umsonst arbeitet. Wenn nachher am Ende die Technik nicht herstellbar ist, dann war die Vision vielleicht schön, aber nicht gut. Das hoffen wir, wird es nicht so sein. Ich habe dafür umso mehr Zeit bekommen, hier die Software langsam voranzubringen. Und während ich hier gerade geredet habe, ist was sehr Seltenes passiert, was mich gerade selbst fasziniert. Der Grüne hat überholt. Denn ich bin dabei, die ersten Überholmanöver zu beginnen. Der Blaue hat sogar auch überholt. Hätte ich jetzt gerne gesehen. Passiert sehr selten. Denn Monaco kann nicht überholt werden. Und ich bin ganz stolz hingegangen hier noch. Vor 2 Jahren habe ich euch erzählt, ja, und die Fahrer sollen einzeln in der Software versuchen, beste Wege zu finden, sodass Formel-1-Fahrer irgendwann mal bei uns an der Anlage stehen und sagen, wow, in der Kurve kann man überholen, das muss ich auch mal ausprobieren. Nein, kann man nicht. Also ich bin jetzt seit 2 oder 3 Jahren am Programmieren, und es gibt in Monaco 2 Stellen, wo man vielleicht mal überholen kann, es sei denn, der andere macht einen Fehler. Und da programmiere ich jetzt alleine an diesem Versuch, realistische Überholmanöver hinzukriegen, schon über ein Jahr. Und habe mich jetzt entschlossen, ich glaube, wir kommen um Schummeln nicht herum. Denn ansonsten wird es keine Überholmanöver geben. Dann werden die stundenlang probieren, irgendwo ihre Linien zu finden. Der Rechner wird qualmen, aber es wird am Ende keine Überholmanöver stattgefunden haben. Dazu, da komme ich aber gleich dazu gibt es eine zweite große Herausforderung, wir haben ja eine Technik, wir sind ja keine echten Formel-1-Autos, sondern wir haben Straßenplatinen, wo immer sektorweise, nennen wir das, Magnetfelder nach rechts oder links oder geradeaus oder beides kombiniert wirken können. Und auf so einem Sektor darf sich nur ein Fahrzeug befinden, weil der Gegenmagnet im Fahrzeug wird dann auf diesem Sektorstück entsprechend bewegt. Und das führt zu der Fahrtrichtung, also zu der Fahrtbewegung. Wenn sich 2 Autos gleichzeitig in einem Sektor befinden, würden die sich auch gleich bewegen. Wir haben die Sektoren, also haben versucht, den Kompromiss zu finden, die Sektoren möglichst klein zu machen, damit ich schön variabel fahren kann. Aber jeder einzelne Sektor braucht so viel Platz an Rechenkapazität und Baustein auf der Steuerplatine. Das heißt, ich kann davon auch nicht unendlich viele bauen, so viel Platz haben wir nicht, und irgendwann auch so viel Geld haben wir nicht. Das heißt, wir haben einen Kompromiss gesucht. Ich muss also immer darauf achten, dass nicht 2 Autos im gleichen Sektor sind. Dazu sollen die natürlich auch nicht crashen. Also sieht zwar ganz witzig aus, aber es wäre technisch blöd, weil dann muss am Leitstand jemand aufstehen und runtergehen. Das heißt, keine Crash bedeutet für mich, ich habe ja eine Software, bin ja meines eigenes Glückes Schmied eigentlich, aber ich will ja auch dynamisch fahren. Das heißt, die Autos sollen versuchen, Überholmanöver zu machen. Warum crasht es denn in echt bei der Formel 1 ab und zu mal? Weil irgendjemand sich verschätzt hat, weil irgendjemand einen Fehler gemacht hat, hat es gecrasht. Worauf ich hinaus möchte ist, ich habe im Rechner eigentlich eine Sache habe ich einfacher, nämlich ich kann ja meine eigene Welt beeinflussen. Auf der anderen Seite, wenn es realistisch sein soll, habe ich eine Sache nicht. Ich möchte nicht, dass es crasht. In echt bei Formel 1 Rennen crasht es ab und zu mal. Das ist teuer und ärgerlich, und die Zuschauer finden es vielleicht dann sogar noch interessant, wer weiß. Da passiert es, und es passiert ja auch nicht ohne Grund. Bei mir soll es nicht passieren, weil dann muss am Leitstand jemand aufstehen, muss alle Fahrzeuge aufräumen. Das heißt, die Safety-Car-Phase würde bei mir wahrscheinlich auch eine Viertelstunde dauern, und das würde euch, nämlich die Gäste, verärgern. Ich muss also eine Lösung finden, dass ein Crash innerhalb von Sekunden wieder aufgelöst werden kann und am besten gar keiner aufstehen muss, weil das ja auch Mitarbeiter bindet. Und ich stelle nach jetzt 2 Jahren Programmierung fest, ja, auch bei mir muss es crashen, wenn ich keinen Sicherheitsabstand halten möchte. Denn die Prozesse im Rechner finden auch real-time statt. Das heißt, es rechnet sich alles real-time, weil ich muss real-time bleiben, weil es können Fehlerereignisse auf der Anlage passieren, dass ein Fahrzeug nicht jeden Magnetsprung mitgemacht hat. Das müssen wir ständig korrigieren. Kommen wir übrigens gleich zu. Wir gehen zu Stefan, der macht unsere Ortungstechnik gerade.
Das heißt, ich muss immer real-time in der Lage sein, auf Ereignisse zu reagieren. Damit kann ich nicht mich in der Zukunft befinden und immer schön alles durchrechnen. Und wenn es gecrasht hat, habe ich ja genug Zeit, es nochmal zu machen. Geht nicht. Und genau dieses Ding bedeutet, dass ich entweder mit größerem Abstand fahren muss, dann wäre es kein Formel-1-Rennen, oder Crash in Kauf nehmen muss. Momentan bin ich noch dabei, auch ich muss Crash in Kauf nehmen, wenn irgendwas sich verrechnet hat oder irgendein Ereignis passiert. Das Auto hat sich nicht ganz so verhalten auf der Anlage, wie es soll, zack, crasht es. Ist bei mir aber dadurch, dass es kleine Modelle sind, passiert häufiger als in der echten Formel 1 passiert ist, dass die nicht ganz das machen, was man will. Und auch der Programmierer ist geistig endlich, könnte man sagen. Auch ich habe noch immer Situationen drin, wo zwei Autos gedacht haben, das passt. Und dann kommt so ein globaler Überprüfungsalgorithmus hier in der Software, der am Ende, wenn alle Autos sich ausgerechnet haben, nochmal drüber schaut, ob es denn wirklich keine Kollision gibt. Und der sagt plötzlich, doch, es crasht. Und wenn ich dann diese Befehle schon an die Anlage geschickt habe zur Ausführung, kann ich sie nicht mehr korrigieren. Und dann muss ich sagen, okay, Notstopp, es knallt. Das sind unheimlich viele Worte. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jeder versteht, aber daran kämpfe ich. Das heißt, vielleicht sehen wir hier auch gleich nochmal so eine Crash-Situation, denn ich werde mal kurz was zu den Überholmanövern sagen. Und dazu machen wir es mal anders. Wir suchen gleich im Nachhinein, nachdem ich das hier gesagt habe, die passenden Bilder zu dem, was ich erzähle. Vielleicht ist es auch schon gerade, hat Jesko schon das ein oder andere Bild gefunden, was er euch jetzt hier schon hintergeschnitten hat. Aber während ich geredet habe, haben die Autos sich hier ziemlich kräftig neu sortiert. Das ist super, weil sie haben es mal geschafft zu überholen. Aber das war jetzt eigentlich gar nicht gewollt, weil dann kann ich ja euch nicht Überholmanöver zeigen, weil der grüne und der blaue, das sind die, die gerade überholen dürfen. Ich habe nur zwei Autos erlaubt zu überholen, damit ich wunderbar sehen kann, was sie tun. Und der eine darf es nur außen und der andere darf es nur innen. Und das zeige ich euch mal. Ich mache mal kurz einen Break und räume hier auf. Jetzt habe ich alles wieder neu aufgestellt und es geht mal. Ich lasse die mal losfahren. Also, was man hier sieht, ist, dass das rote Auto 5% langsamer ist als alle anderen. Und das grüne Auto darf, da wo es möglich ist, innen überholen. Und das blaue Auto darf, da wo es möglich ist, außen überholen. Und das Ganze erlaube ich nur auf der einen Hälfte der Strecke. Warum? Weil ich diese Teil der Strecke ranzoomen kann und das beobachten kann. Weil ich kann so viel Daten aufzeichnen, wie ich will. Das sind Zahlen ohne Ende. Am besten sehe ich es doch, wenn ich davor sitze und stundenlang drauf starre teilweise, bis was passiert. Und ich will ja wissen, kommt es zu Crash-Situationen. Denn, fangen wir mit den Crash-Situationen an. Ich habe ein ganz großes Problem. Ich kann, das habe ich ja gerade schon erklärt, ein bisschen in der Zukunft sein. Das ist mein Vorteil als virtuelle Maschine hier. Ich kann ja sagen, ich simuliere das schon mal alles ein bisschen voraus. Das tue ich auch. In diesem Fall sogar ist das ganze Rennen ungefähr 5 Sekunden voraus simuliert. Ich muss mir aber die Möglichkeit wahren, auf Eventualitäten, die jetzt im echten Jetzt passieren, zu reagieren. Also ich kann sogar sagen, ein Auto ist in 5 Sekunden da und da und da. Die ganze Vorausberechnung befindet sich 5 Sekunden in der Zukunft und wird dort anhalten und wird auch gleich wieder losfahren. Das geht, weil wenn ich beim Losfahren irgendwas falsch mache oder wie auch immer, zwei fahren gleichzeitig, exakt gleichzeitig los, dann knallt's. Dann merkt das sozusagen der Chef im System, der am Ende nochmal rüber schaut, ob es irgendwo knallt, weil beide für sich gedacht haben, nö, das kann ich ja machen, beide Autos. Der sagt dann, nee, sorry, geht nicht, ihr müsst euch nochmal zurückkorrigieren und dann habe ich ja genug Zeit, weil ich mich in der Zukunft befinde. Nicht aber, wenn das Auto stand, wie zum Beispiel beim Start. Beim Start ist es so, ich befinde mich im Jetzt. Also jetzt geht der Start los. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, jetzt muss ich erstmal meine 5 Sekunden Zukunftszeitpolster aufbauen, dann bedeutet das, dass mein Start 5 Sekunden verspätet erst losgehen kann. Wäre beim Start jetzt auch noch nicht so schlimm. Aber wenn ein Auto, weil er irgendwie einen Fehler gemacht hat, einmal kurz zum Stillstand kam und wieder losfahren soll oder einem anderen in dieser Simulation so dicht gekommen ist, dass er eine Vollbremsung machen musste bis zum Stillstand, dann würde das gleichzeitig bedeuten, dass wenn er seinen Stillstand erreicht hat und das bis ins echte Jetzt gerutscht ist, dann nochmal 5 Sekunden stehen bleiben muss, um sein Zukunftspolster wieder aufzubauen, damit er wieder losfahren kann. Das will ich nicht, weil das führt zu zwar sehr seltenen, aber ganz merkwürdigen Stop-and-Go-Situationen. Also erlaube ich nicht, ich muss einem Auto, also da zwinge ich mich geradezu, erlauben, jederzeit sofort losfahren zu können. Und erst dann, wenn er bereits fährt, seine Zukunft sozusagen, seine Simulation, wo ich in 50 Sekunden sein werde, aufzubauen. Weil ansonsten würde ich es niemals hinkriegen,
dass die Autos so dicht hintereinander fahren könnten und das auch können, obwohl sie eventuell mal überbremst haben und stehen geblieben sind. Dann würde der Wagen, wie gesagt, 5 Sekunden stehen. Und dieses Überbremst-Thema ist genau das, was nämlich zu einem Stillstand teilweise noch führt, wo ich nicht weiß, ob ich ihn überhaupt jemals wegkriege, denn diese Autos sind im Computer einzelne Prozesse. Die kennen sich erstmal so gar nicht. Die wissen, in dem Moment, ich möchte jetzt gucken, was ich als nächstes tue, wissen die nur, wo sind meine 23 anderen Autos? Jetzt. Aber sie wissen nicht, wo sie gleich sein werden. Das ist ein Manko, was ich habe. Und ich bin auch immer noch überlegen, ob ich mir zutraue, zeitlich und auch vom Kopf her, das zu ändern. Denn echte Formel-1-Fahrer wissen, wo das andere Auto gleich sein wird. Sie wissen es zwar nicht hundertprozentig, aber sie ahnen es, weil sie einfach Erfahrung haben. Sie tun ihr ganzes Leben nichts anderes, als Formel-1-Rennen zu fahren. Und das tun all die 23 anderen auch. Und jeder weiß ganz genau, wie der sich verhalten wird. Und deswegen können die auch so dicht auffahren, weil sie sich so darauf verlassen können, dass der Junge davor oder das Mädel exakt das gleich tun wird. Das kann ich, wie gesagt, nicht ganz, weil ich möchte ja jedem dieser 24, wobei es sind heutzutage nur noch 20 Autos, weiterhin erlauben, jederzeit den Plan zu ändern und zu sagen, okay, jetzt ziehe ich mal rechts vorbei oder ziehe ich links vorbei. Und genau dieser Aspekt ist das, was die echten Formel-1-Fahrer ahnen. Und das der Software beizubringen, wann wird das Auto vor mir rechts oder links gleich versuchen, den davor oder so nass zu machen, das kriege ich softwaretechnisch so gut wie nicht hin. Ich versuche also immer auf das zu reagieren, was passiert ist. Und das heißt, ein Auto entscheidet sich, alles klar, ich fahre los und der dahinter wird das unmittelbar danach merken, oh, der ist losgefahren und wird das dann auch tun. Das ist zwar in einer höheren Rechengeschwindigkeit möglich als der Mensch vielleicht, aber trotzdem führt es zu leichten Verzögerungen. Und genauso ist es beim Bremsen. Das Auto entscheidet sich, ich bremse jetzt doch vor der Kurve, weil den Bremspunkt mache ich variabel, damit es ein bisschen abwechslungsreich ist. Dann muss der dahinter natürlich leicht verzögert, auch so, weil er merkt das, sofort bremsen. Der muss es aber schon ein bisschen doller, weil der hat während seiner Reaktionszeit, die bei mir ungefähr 50 Millisekunden sind, und das kann ich nicht ändern, weil sonst der Rechner qualmen würde und der kann das nicht für 20 Autos gleichzeitig sonst immer im Sofort erledigen, sondern ein bisschen Rechenzeit braucht er auch. Dann habe ich eine Reaktionszeit gehabt und während der Reaktionszeit ist das Auto zu schnell weitergefahren, also ist der Abstand verkürzt worden. Da ich aber so gut wie ohne Abstand fahre, befinde ich mich immer kurz vorm hinten drauf fahren. Und dann, der dahinter hat das gleiche Problem, erfährt dann, oh, der vor mir hat gebremst. Und damit wird der Abstand immer kürzer, bis es hinten eventuell sogar knallt. Aber eins passiert auf jeden Fall, der Zweite muss schon doller bremsen als der Erste, damit er den Abstand wieder aufholen kann. Und das führt dazu, dass manchmal Autos hier, und das ist bei Formel 1 völlig unrealistisch, bis zum Stillstand runterbremsen. Da arbeite ich noch dran, weil das darf nicht so bleiben. Aber trotzdem muss ich ja momentan, und das ist in dem Sinne auch ein Vorteil, damit umgehen können, dass mal einer stehen bleibt. Weil passieren kann es immer mal. Und sei es, dass zwei sich versuchen zu überholen und dann der Dritte da noch versucht durchzuschließen und dann stehen die Nase an Nase und können nicht weiter und müssen sich einigen, dann gibt es dahinter einen Stau. So was passiert in echt selten, aber auch. Das heißt, ich muss damit umgehen können. Jetzt habe ich zumindest ganz oft Situationen, die ich nicht so oft habe. Und wenn ich rede, haben schon wieder es der Grüne und der Blaue geschafft zu überholen. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe heute Nacht, glaube ich, bis 3 Uhr heute Nacht gesessen und noch ein paar Tricks beim Überholen mit reinprogrammiert und habe über 2 Stunden vorm Bildschirm gehangen und gewartet darauf, dass genau das mal passiert. Und ich habe es wieder nicht gesehen. Aber vielleicht gucke ich mir die Aufnahmen gleich mal an. Der Winkel könnte ja passen, dass ich es da wenigstens mal sehe. Also, beim Überholmanöver ist das Ding, in Monaco kann man nicht überholen, ja, haben wir festgestellt. Ich kann aber ein bisschen nachhelfen und wie zum Beispiel, dass ich den roten jetzt einfach mal ein bisschen langsamer gemacht habe, 5%. Es gibt dadurch einen tierischen Stau dahinter, da sieht man auch diesen Perlenketteneffekt, das ist eigentlich alles sehr realistisch, nur dass ich manchmal überbremse. Das will ich noch wegkriegen, im kleinen Rahmen ist das ja okay, weil das in echt auch passiert, aber in so großen, wie man das hier teilweise sieht, nicht. Und dann habe ich noch ein ganz großes Problem. Und da arbeite ich auch gerade intensiv. Ihr kriegt sozusagen genau gerade eher ein Update, was alles noch nicht funktioniert. Ihr seht natürlich, da funktioniert auch schon was, aber wo ich noch mit kämpfe. Ich kämpfe nämlich damit, wann gibt das überholte Auto auf. Und das ist ein Riesenproblem. Der will ja nicht aufgeben. Der hat in meiner Software erstmal beigebracht, lieber tot als Zweiter oder der Zweite ist nur der Beste der Verlierer oder wie auch immer. Das hat er beigebracht bekommen und das versucht er auf Teufel komm raus zu verhindern. Aber er muss ja irgendwann mal aufgeben, denn das sieht man hier auch in vielen Szenen. Wenn er das zu spät tut, muss er eine Vollbremsung machen, dann steht er und dann ist das für ihn doof. Das heißt,
Es klingt so simpel nach dem Motto, ja, dann bremst du einfach ein bisschen eher, fahr ein bisschen langsamer, lass ihn rein, machen wir ja alle täglich im Straßenverkehr, hoffentlich. Ist nicht so einfach. Ich kämpfe damit auch schon seit Wochen, es herauszukriegen, wann ist der Zeitpunkt aufzugeben und wie mache ich das am besten, mich so einzujustieren, weil ich ja auch nicht ganz genau weiß, was der andere tut, dass der genau vor mir reinzieht und ich nicht nochmal bremsen muss, weil ich da mich verschätzt habe. Aber das sind Sachen, die sind wenigstens nicht überlebenswichtig. Ich sag mal so, wenn ich 20 Autos das erlaube und dann also ein bisschen halt dynamisch auch, was die hier schon so ein bisschen zeigen, dann könnte ich schon mal eröffnen und ihr würdet mir zumindest nicht aufs Dach steigen. Aber man will es ja perfekt haben. Also, ihr habt jetzt im Hintergrund ein paar Bilder gesehen. Ich weiß nicht, ob wir es immer hinbekommen haben, dass es immer genau zu dem passte, was ich sagte. Aber ihr seht die Herausforderungen, ihr seht, da sind auch noch Mankos. Aber es gibt immerhin die ersten Ansätze mit Überholmanövern. Aber es gibt auch noch wahnsinnig viel zu tun bei der Software. Was ich immerhin schon kann, ist alles, was sonst noch so gemacht werden muss. Aufwärmrunde, Startaufstellung oder wie auch immer. Aber beim Start crasht es mir noch zu oft, das will ich euch noch nicht zeigen. Das zeige ich euch in einer nächsten Folge, wenn ich den Start mal sauber gemacht habe, dass das nicht crasht, weil das sieht momentan nach Chaos aus. Obwohl ihr wollt es sehen, ne? Ich zeige euch Start. Und dann gehen wir zu Stefan. Und jetzt wollen sie alle gleichzeitig in die Mitte. Und das knallt. Ah, okay. So, wir sind jetzt bei Stefan im Büro. Stefan kennt ihr noch nicht, aber ich kenne ihn schon seit über 2 Jahren, denn er ist als Verstärkung eigentlich unter anderem für die Formel 1, aber auch allgemein so für unsere Elektronikentwicklung reingekommen. Und du hast mir in den letzten Jahren manchmal mit deinem, ich weiß nicht, ob Jugendlichen, aber darüber hinausgehenden Elan echt mich angesteckt, nicht aufzugeben oft. Unter anderem, dass er uns die so fürchterliche Arbeit abgenommen hat und sich da durchgekämpft hat über Monate, also hunderte von Stunden, diese Platinen zu routen, nennt sich das. Das heißt, das sind 24 solche Platinen, die am Ende die 21 Meter lange Strecke darstellen. Und jeder dieser kleinen Sektoren hat ganz viele Leiterbahnen. Über 6 Ebenen geht diese Platine über Schichten, die aneinander geklebt werden müssen, wo überall diese Leiterbahnen, diese Durchkontaktierung und eventuell Bauteile im Rechner gezeichnet werden müssen und das möglichst fehlerfrei. Und das hast du uns abgenommen. Das war wahrscheinlich nicht deine Lieblingsbeschäftigung. Nee, definitiv nicht. Das ist die Platine aus China, die noch mit am besten funktioniert. Wir warten ja auf die jetzt aus Deutschland kommenden, weil die Chinesen aufgegeben haben wegen der Durchkontaktierung und verschiedene andere Gründe. Aber du machst endlich das, was du eigentlich machen wolltest. Technische Entwicklungen mit Raffinesse und so weiter und so fort. Und du bist an der Ortung dran. Und ich würde einfach mal sagen, das kann er viel besser erzählen als ich. Du hast ja vorhin auch schon erzählt, dass hier beim letzten Schritt auch von den Leiterplatten schon Probleme aufgetreten sind. Und diese Probleme waren einfach genau das, was ich eigentlich hier für meine Ortung brauche. Nämlich diese Bohrungen hier, die ihr hier seht, die wurden zu tief gefräst. Aber teilweise ist ja diese Leiterplatte ineinander so ein bisschen verdreht, von Grund auf, weil die einfach so groß ist. Und dadurch haben die das halt nicht ganz eingespannt und Das heißt, es ist ein bisschen nach oben gegangen, genau. und dann haben sie da zu tief gefräst, weil einfach halt nicht ganz aufgepasst wurde, sondern einfach die Maschine angemacht wurde und gehofft wurde, dass alles klappt. Deswegen haben wir ja aber auch die Hoffnung, weil das ist ja ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Das ist sozusagen eigentlich nur Halterungen für das, was gleich kommt, plus dass das, was gleich kommt, Strom versorgt wird. Bis dahin hat alles funktioniert und dann der letzte Arbeitsschritt hat geknallt. Ja, aber man muss bedenken, diesen letzten Arbeitsschritt haben wir bei diesen Leiterplatten aus China für diese Leiterplatte per Hand gemacht. Das heißt, das haben die Mechaniker hinten, Moritz hat das geschafft, per Hand perfekt reingebohrt und Nico hat das dann komplett noch aufgebohrt, haben wir keinen Fehler gemacht. Das heißt, die Hoffnung, dass das jetzt funktioniert, ist in der Hinsicht ziemlich groß, weil die Hürde war ja hier eigentlich die Leiterzüge, die eine sehr hohe Kupferauflage haben und sehr eng beieinander liegen. Da kommen jetzt ja die kleinen Ortungsplatinen rein. Das klingt so kleine, süße Platinchen. Genau, wir haben hier so kleine Slave-Platinen, habe ich die jetzt so schön genannt. Die haben einfach 4 Hallsensoren drauf. Und was sind Hallsensoren eigentlich? Die detektieren einfach Magnetfeld. Und wir arbeiten hier mit ganz vielen Magnetfeldern. Einerseits die Straße, die ein Magnetfeld erzeugt, um uns dieses kleine Auto hier vorwärts zu bewegen. Andererseits das Auto mit dem Gegenmagnetfeld unten dran, das sozusagen oben drüber sich bewegt. Das Magnetfeld des Autos ist ungefähr 10, 20 Mal so stark wie das der Straße. Und somit sind die Störungen der Straße auf jeden Fall ziemlich gering in der Hinsicht. Und ich erkenne auf jeden Fall dieses Auto. So, aber hier ist ja nicht nur ein Magnet drauf. Hier sind ganz viele Magneten in einer bestimmten Anordnung drauf, ein bisschen verwinkelt und so weiter. Und das Lustige wird es, das zu erkennen. Am Anfang haben wir überlegt, so hey, machen wir das mit Kamerasystem, dass wir es von oben orten, aber das ist ja bei den Schiffen schon ein bisschen gescheitert. Dementsprechend haben wir gesagt, wir machen es ein bisschen einfacher. Wir nehmen einfach diese Hallsensoren. Die gibt es auch immer
zu kaufen und die montieren wir hier unten. Aber wie kommt jetzt diese Slave-Platine eigentlich in diese Löcher hier rein? Das war erstmal die Sache so, am Anfang haben wir überlegt, hey, montieren wir das jetzt hier so auf die Leiterplatte direkt? Also das heißt, dass wir diese Halssensoren schon hier drauf bestücken, also keine extra Platine haben mehr. Allerdings wäre das ein bisschen doof, weil wenn hier mal so ein kleines Ding kaputt geht, müssten wir diese richtig teure Platine austauschen. Daher diese Löcher in diese Buchsen eingepresst werden, wo ein Gewinde drin ist. So, und hier seht ihr auch schon 2 Löcher. Genau, dann wird die hier einfach schön festgeschraubt und ist direkt unter der Anlage und erkennt dieses Magnetfeld. So, das heißt mehrere tausend kleine Platinen, die mit Flachbandkabel ausgestattet werden müssen, gehen dann auf die Gegenstecker da auf deiner Masterplatine. Masterplatine, genau, dafür. Die wiederum Huckepack ja auf unserer Steuerplatine von Axel sitzen wird, ne? Genau, diese wird Huckepack hier drauf sitzen und dann versuchen zu erkennen, wo ist dieses Auto. So, aber wie geht das jetzt überhaupt? Was sieht diese Platine hier überhaupt? Das ist jetzt die große Frage. Und das kann ich euch hier mal zeigen. Ich habe hier so ein schönes Gerät, würde ich es mir jetzt einfach mal nennen. Und das zeigt mir eine Spannung an, in Abhängigkeit der Zeit. Das Ganze ist eigentlich nur die umgewandelte Form des Magnetfelds. Also diese Heilsensoren geben mir ein Signal aus und da sehen wir jetzt eigentlich sofort das Magnetfeld. So, ich habe jetzt mal eine von diesen kleinen Platinen hier angezapft, dass wir das einfach mal schön sehen können. Oh, die sind hier schon ein bisschen auseinandergefallen wieder. Das sind meine Testpunkte hier, wo ich einfach das Oszilloskop anschließen kann. Also dieses Gerät sozusagen ist das Oszilloskop. Und dann hat mir Axel hier mal von ein paar freien Sektoren, die funktionieren eben, eine kleine Testroutine geschrieben, dass mir dieses Auto hier auf und ab fährt. Und das Ergebnis werden wir gleich sehen. Das ist jetzt hier auf der Höhe die Platine, die ich angeschlossen habe. Und die erzeugt uns jetzt hier diese Kurven. Man sieht jetzt hier sozusagen 4 Linien, anhand derer ich erkennen kann, wo das Auto eben ist. Wie ihr hier auf diesen Platinen seht, sind hier 4 Heilsensoren drauf. Und jede Linie davon widerspiegelt eines von diesen Heilsensoren. So, und hier seht ihr ja den Sektor eigentlich, wo das Auto die ganze Zeit drüber fährt. Und darunter sind ja diese 4 Heilsensoren einfach auf dieser Höhe hier, also senkrecht zur Fahrtrichtung, sind sie montiert. So, das bedeutet, wir sehen jetzt hier, das Auto ist jetzt ungefähr tendenziell eher auf der linken Seite, also tendenziell weiter links vom Sektor. Und von oben nach unten könnt ihr euch diese Farben hier auch vorstellen, wie sie hier unten drunter kleben. So, das bedeutet, die mittleren Heilsensoren sind grün und orange. Das sind also die grüne und die orangene Kurve, das ist die Mitte. Und die äußeren eben ganz links gelb und ganz unten blau, also ganz rechts. So, und was sagen uns diese Kurven? Ich halte jetzt dieses Bild einfach mal an und wir gucken uns jetzt mal dieses Auto von unten an. Dieses Halbach-Array, so nennen wir das, diese Anordnung von Magneten, ist ja so im 45-Grad-Winkel angeordnet. Das heißt, die Spitze ganz, ganz vorne wird zuerst über diesen Slave fahren. Das heißt, das ist die Kurve, die wir zuallererst sehen. Ja. So, und welche Kurve sehen wir hier zuallererst? Das ist die grüne. Macht auch Sinn, weil das Auto fährt ja tendenziell irgendwo in der Mitte und nicht ganz links und ganz rechts, weil wir machen gerade keinen Spurwechsel. So, das heißt, wenn wir es uns mal angucken hier, grün ist einer von den mittleren, der linkere. Und wir haben ja auch gerade gesehen, das Auto ist relativ links gefahren. Dadurch wissen wir schon mal, grob ist das Auto auf jeden Fall schon mal Mitte links. So, und dann detektieren wir jetzt noch die Ränder davon, um das noch genauer zu orten, auf welcher Höhe ist es jetzt genau. Und das sehen wir hier. Das sind 2 Kurven, einmal die gelbe und einmal die rote. Das sind genau die benachbarten Heilsensoren und die sagen uns, warte mal, hier sind die Ränder. So, und anhand dann der Abstände hier zueinander erkennen wir dann, ach warte mal, das Auto ist exakt Koordinate 3 links. Und so, aber jetzt wollen wir auch noch wissen, wann es exakt oben drüber, wann ist es exakt über diesen Heilsensoren, die Mitte. Also hier die Mitte von dem Auto. Und das sehen wir hier richtig schön. Die 3 Höhepunkte von diesen Kurven sind alle schön brav übereinander. Da erkennen wir genau, da ist die Mitte. Und dann kann ich sagen, hey, hier ist das Auto und Axel, dein Auto ist richtig oder dein Auto ist falsch. Und genau hier grätsch ich mal rein, denn was hier auf dem Bildschirm so einfach aussieht und was auch völlig logisch klingt, in eine Software, in einen Mikrocontroller umzusetzen, ist nicht so leicht. Das hat ganz viel mit Filtern zu tun und Filtertechniken. Und das ist jetzt ja fast schon ein Idealfall. Das ist fast ein Idealfall. Kommt hinzu. Dementsprechend ist es auch nur eine von diesen Slave-Platinen. An so einer Platine hängen ganze 32 von diesen
Slave-Platinen und das sind lediglich 8 Sektoren. Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, hier hängen jetzt ganz viele nebeneinander und dann hast du plötzlich als stärkstes Signal den äußersten von der Platine und dann, das heißt, du hast mehrere Platinen, die betroffen sind. Und das wird nicht leicht. Also ich weiß, du bist hochoptimistisch und ja, man hat eigentlich das Gefühl, ja, in deinem Kopf ist alles fertig. Ich bin immer noch ein bisschen unruhig, ob die Umsetzung von der Idee, der Theorie, die super ist, was sieht man da? Es ist bestätigt auf dem Bildschirm, dass es 100% funktioniert. Also jawohl, es funktioniert. Es ist auf jeden Fall logisch zuzuordnen. Ich habe auf jeden Fall Respekt, das in eine Mikrocontroller-Software umzusetzen, die nachher ganz zuverlässig uns verliefert, da ist das Auto, da ist es nicht. Aber du hast den nicht und das freut mich sehr. Ich habe diese Angst nicht in der Hinsicht, weil du kannst ja sozusagen, du kriegst diese Signale ja bloß abgetastet. Ja. So, das bedeutet, du kriegst Punkte davon. Und teilweise ganz viele Störungen. Hier habe ich keine großen Störungen zumindest, wir sind nicht unter der Anlage. So. Und wir haben jetzt auch einen richtig fetten Mikrocontroller noch, einen ganz neuen. Der liegt aber gerade noch im Schrank. Das ist schon der neue Prototyp von der Platine, der 2 Kerne hat. Und das ist der neueste Shit von Mikrocontrollern überhaupt. Ein 2-Kern-Mikrocontroller, also ein Controller mit 2 Kernen überhaupt. Der eine Kern ist nur dafür da, um diese Filterung zu machen, dass wir unter der Anlage die Störungen, egal was mich da für Störungen erwarten, wir können sie rausfiltern am Schluss, weil im Zweifel passen wir diesen digitalen Filter an. Ich weiß, wie viel. Also was hier unter Laborbedingungen funktioniert, hatten wir selbst bei der Schiffssteuerung 2004 schon. Wir dachten, wir haben die Infrarot- und Ultraschallortung fertig, sind raus auf die Anlage und die Störungen haben uns getötet. Ja. Ne? Aber und deswegen habe ich mir auch so gedacht, bevor noch irgendein Scheiß mich überrumpelt, wir wollen diese Platinen ja schon einbauen, wenn die Software noch gar nicht fertig ist weil wir wollen ja unter der Anlage testen. Genau. Und da sind ja ganz andere Bedingungen. Und genau deswegen habe ich diesen Schritt getan, wo ich gesagt habe, hey, come on, wir machen hier nochmal ein bisschen mehr Leistung rein. Vor allem abgesehen davon, gerade Corona und so und dieser ganze Halbleitermangelmarkt, diese Controller gab es nicht mehr. ja. Und so habe ich gesagt, okay, komm, die anderen gibt es noch. Die neuesten Controller gibt es einfach noch auf dem Markt, weil sie noch keine Entwicklung eingebaut wurden. Und das konnte man sich halt noch zu Nutzen nehmen. Und so haben wir das Neueste noch gerade drin, sind länger verfügbar und hat mehr Leistung in der Hinsicht, bessere Performance. Und damit jetzt nicht gleich hier der Abspannschrift läuft und wir ins Endendliche weiterreden, das passiert uns nämlich oft, mache ich mal hier einen Cut. Ihr habt jetzt mal so den ersten Eindruck, dass wir hier noch ein riesen Projekt auf dem Tisch stehen haben, nämlich die Ortung der Fahrzeuge. Stefan, wir machen noch viel mehr zusammen hier, auch bei Gerrits Tagebuch, weil das ist super spannend, was er macht. Aber das erstmal für heute genug, weil sonst wird die Folge zu lang. Und ihr wollt ja auch Bilder sehen und wir machen hoffentlich die nächste Folge auch wieder mit Bildern. Bleibt gesund, bringt uns nicht Delta mit nach Hause. Bis dann, tschüss.